Mahlzeit Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wahrscheinlich viele dabei sein, die mich noch nicht kennen, denn dieses Video hier richtet sich nicht nur an Harley-Fahrer, sondern an alle Motorradfahrer und jeden, der darüber nachdenkt, es noch zu werden. Denn heute behandeln wir mal das Thema, wieso ich denke, dass das Motorradfahren in Deutschland eventuell aussterben könnte. Das ist natürlich sehr provokativ. Was ich damit meine und worum es heute genau geht, das erkläre ich euch aber auf der Straße, denn wir sind Motorradfahrer. Das heißt, wir sehen uns auf der Straße und besprechen den Rest dort. Ich bin hier unterwegs auf meiner Harley-Davidson Lowrider S 2023. Die habe ich hier komplett umgebaut und mit der sind wir heute unterwegs, für die, die mich noch nicht kennen. Das Video hier soll sich aber nicht nur an meine üblichen Zuschauer richten und das sind meistens Harley-Fahrer, sondern dieses Video hier soll sich an jeden Motorradfahrer richten und auch jeden, der mit dem Gedanken spielt, einer zu werden. Denn wir brauchen auf jeden Fall Nachwuchs und da sind wir auch schon beim Thema. Ich glaube, dass sich die neue Generation der aktuellen Jugend, mal kurz als Kontextpunkt für euch, ich bin aktuell 27, also vor allem für einen Harley-Fahrer noch relativ jung. Ich glaube, dass sich die Generationen, die jetzt nach mir kommen, immer weniger für das Thema Motorradfahren interessieren werden und das merkt man ja auch jetzt schon extrem. Ich arbeite beim Harley-Davidson-Händler und wir merken es natürlich auch an den potenziellen Kunden, dass da halt wenig junge Leute nachkommen, obwohl die Marke eigentlich in den letzten Jahren ihre Bikes und sonst was auch so ein bisschen auf jüngere Leute ausgerichtet hat, außer was natürlich den Preispunkt angeht. Dazu kommen wir aber später noch in einem anderen Punkt in diesem Video. Ich möchte erstmal mit Punkt 1 anfangen und zwar glaube ich, dass aktuell einfach die Zugänglichkeit und die Anfangshürde, um mit dem Motorradfahren zu starten, so groß ist wie noch nie. Wir sind aktuell in einer schwierigen Zeit, wirtschaftlich gesehen, für viele Menschen. Jeder muss so ein bisschen gucken, wo er bleibt. Keiner lässt sich mehr die Butter vom Brot nehmen. Und so sieht es halt auch mit dem Motorrad aus. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, der Motorradführerschein ist extrem teuer geworden. Also ich weiß nicht ganz genau, was legt man dafür hin. 3.500 Euro bestimmt. Wenn man dann noch 1.000 Euro rechnet für vernünftige Schutzausrüstung, die du brauchst, um den Führerschein zu machen, ja, dann bist du schon bei 4.500 Euro oder so und du hast noch kein Motorrad. Wenn du dir dann noch ein halbwegs vernünftiges erstes Motorrad kaufen willst, sagen wir mal vielleicht nochmal 5.000 drauf, da bist du bei fast 10.000 Euro, bis du das erste Mal wirklich ein eigenes Motorrad fahren kannst. Und das ist halt schon wirklich, wirklich heftig. Also als ich den Schein vor einigen Jahren gemacht habe, fand ich es schon teuer, aber das ist jetzt wirklich nochmal Next Level. Und da muss ich wirklich sagen, das kann ich verstehen. Ne? Die Leute geben ihr Geld lieber für anderes aus, die haben anderen Fokus, machen Ausbildung, Studium und haben einfach wenig Geld zur Verfügung in diesen Jahren, wo man halt in die Marken einsteigt. Und wenn dann halt die Zugänglichkeit scheiße ist oder teuer ist, dann macht das Ganze natürlich sehr, sehr, sehr schwierig. Ne? Genauso natürlich auch die Spritkosten, die Versicherung und sonst was. Es wird alles immer teurer und auch die Motorräder. Ne? Wir sehen es bei uns bei Harley, das günstigste Einstiegsmodell, sage ich mal, mit der Nightster, die wir haben, mit, ich glaube, 17.000, 18.000 Euro. Das ist viel zu viel Geld. Früher, da konnte man mit 8.000 bis 10.000 Euro einsteigen mit einer alten Sportster. Das geht halt jetzt nicht mehr, ne? Und so verlierst du halt diesen Zugang zur Jugend. Das ist, sage ich mal, so die finanzielle Seite des Ganzen, die, glaube ich, einen großen Part ausmacht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Ich glaube, was aber auch sehr, sehr viel ausmacht, ist einfach der Zeitgeist. Und zwar die heutige Jugend, was sich schon heftig anhört aus dem Mund eines 27-Jährigen, die ist extrem anders als noch meine Generation. Also gerade so die Leute, sage ich mal, aus dem Baujahr 2000 aufwärts, da hat sich das schon exponentiell verändert, weil das halt natürlich auch die Zeit war, wo Social Media und diese ganzen, ja, sehr dopamingeprägten Medien, die halt nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne erfordern, richtig durch die Decke gegangen sind. Ne? Also in meiner Jugend, da waren wir halt draußen und sind mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren oder wo wir dann älter wurden, Roller, Mofa, ne, da war halt das Interesse an Mobilität, an Technik viel, viel höher, weil wir halt nicht zu Hause rumhängen wollten, weil es halt sonst langweilig war. Klar, man konnte mal da PlayStation 1, PlayStation 2 ein bisschen spielen, aber das ist ja nicht zu vergleichen wie heute. Alleine durch das Internet haben die ja schon zu Hause am Handy in sehr jungen Jahren die Sozialisierung über Smartphone. Das heißt, die müssen sich ja gar nicht mehr in echt treffen. Und dann entsteht gar nicht sowas, dass ich jetzt zu einem Kumpel kommen muss, der vielleicht 5 Kilometer weg wohnt, was für mich mit dem Fahrrad vielleicht zu weit ist als junger Mensch. Und dann vielleicht meine Eltern nerve, dass sie mir gerne einen Rollerführerschein bezahlen.
Und das sind ja so die Sachen, wie man halt ins Motorradfahren halt einsteigt, ne? Mit dem Interesse an Mofa, an Roller. Das ist heute nicht mehr, ne? Also da sehe ich halt wirklich das Problem in dieser dopamingeprägten Gesellschaft mit endlosem Scrollen auf TikTok. So, die beschäftigen sich gar nicht mehr damit und die frittieren halt natürlich ihr Gehirn mit solchen Medien. Und das ist halt schon krass so, ne? Also da ist halt das Interesse an Fortbewegung nur noch an irgendwelchen komischen E-Rollern gebunden, die keinerlei Emotionen mit sich bringen. Und das, ja, keine Ahnung. Das spielt uns da natürlich auch in die Karten, ne? Ich möchte jetzt da nicht alles schlecht reden. Es gibt natürlich auch super Aspekte an diesem ganzen Thema, ne? Also wir mussten früher auf irgendwie Haustelefone anrufen. Das müssen die jetzt nicht. Die können es bei WhatsApp verabreden, was weiß ich was. Aber ich glaube, für das Thema Motorradfahren ist diese neue Generation sehr, 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 sehr schwierig. Aber ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu dem Punkt denkt. Nächster Punkt, ganz klar, ist einfach unsere Politik. Sei es jetzt von der EU oder sei es jetzt gerade auch in Deutschland der Staat. Es gibt immer mehr Regularien, es gibt immer mehr Verbote. Das Freiheitsgefühl, was Motorradfahren einst ausgemacht hat, das wird natürlich immer weniger. Weil, warum fährt man denn Motorrad? Weil man alle Sorgen vergessen will. Weil man diese Stunde, die man auf dem Bock sitzt, einfach mal an nichts, an keine Probleme denken will. Wenn ich mir aber schon vor dem Fahren Sorgen machen muss, ob mich jetzt wieder irgendein Polizist anhält, obwohl bei mir alles legal und eingetragen ist und irgendwie Stress macht, oder ob ich jetzt hier lang fahren, da lang kann, weil irgendwo eine Streckensperrung ist, wo ich mit dem Motorrad nicht lang fahren darf, ja, das macht doch alles keinen Spaß mehr, ne? Also die Freiheit wird massiv eingeschränkt, die 9-Euro-Norm schränken unseren Sound ein, das schränkt das Umbaupotenzial ein. Und gerade für jüngere Leute ist ja die Motorräder umzubauen und ein bisschen einen lauten Auspuff dran zu bauen, ein absoluter Reiz, ne? Wenn du neu da einsteigst, dann ist das, was das Ganze auch ausmacht. Und das wird natürlich immer weniger, weil es halt immer mehr verboten wird. Und das sehe ich als Riesenproblem. Ich denke, es ist auch nicht im Sinn der Politik, dass das Motorradfahren, sage ich mal, groß gestärkt wird, sondern ja, die wollen halt ihre Agenda durchbringen, ihre Gutmenschenpolitik mit Klimaschutz und sowas. Versteht mich nicht falsch, jeder, der 3 Gehirnzellen hat, weiß, dass der Klimaschutz wichtig ist. Aber jeder, der 4 Gehirnzellen hat, was leider bei unseren Politikern nicht immer der Fall ist, der weiß, dass ja, ein E-Scooter oder auch ein E-Auto nicht unbedingt die Welt retten werden, sondern da haben wir viel, viel größere Probleme. Vor allem, wenn halt viel größere Länder und Kontinente komplett auf Klimaschutz scheißen und wir kleines Deutschland halt wieder mal versuchen, die Welt zu retten. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema, das Fass will ich gar nicht aufmachen. Ich denke, hier unter uns Motorradfahrern sind wir da wahrscheinlich alle relativ ähnlicher Ansicht. Der letzte Punkt, den ich auch noch so ein bisschen damit reinziehen würde, wäre einfach, dass das Motorradfahren heutzutage nicht mehr so cool ist bei der Jugend wie früher, glaube ich. Es fehlen so ein bisschen die Helden. Früher hatte ich das Gefühl, gab es mehr Filme, Serien und sonst was, die quasi Motorräder als Stilmittel genutzt haben, um einfach quasi, ja, so eine gewisse Coolness zu erzeugen. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Für die etwas Älteren hier unter euch nehmen wir zum Beispiel mal hier Arnold Schwarzenegger, der auf seiner Harley-Davidson Fatboy bei Terminator die Brücke runtergesprungen ist. Danach sind die Verkaufszahlen der Harley Fatboy in die Decke geschossen, weil es natürlich halt einfach cool war und jeder wollte so ein Teil fahren. Und auch die jungen Leute fanden es dann auf einmal cool und so, ne? Weil, ja, Arnold Schwarzenegger und so, ne? Das war halt einfach geil. Dann vielleicht aus den Serien mal auch nochmal ein Harley-Bezug. Ich bin halt Harley-Fahrer, deswegen fallen mir jetzt diese Sachen ein. Mit der Serie Sons of Anarchy, die quasi so ein bisschen natürlich dieses Motorrad-Club-Ding abgedeckt hat und ja, coole Typen auf Motorrädern und sonst was und auch das Thema Customizing mit eingebaut hat, weil die Motorräder alle umgebaut waren und sowas. Und das hat mit Sicherheit eine ganze Generation geprägt und viele Leute auch zum Motorradfahren gebracht. Und das ist gut so. Unabhängig davon, ob man die Serie jetzt mag oder nicht, ist das auf jeden Fall positiv. Ne? Und ja, ich könnte jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde so weitermachen. Ne? Sei es jetzt mal unabhängig von Harley, zum Beispiel Ryan Gosling in, wie hieß das noch mehr, Beyond the Pines oder sowas, auf seiner alten, was war das? Keine Ahnung, irgendwie so eine Honda oder so, so ein Dirtbike. Ne, so eine weiße. Es gab so viele Sachen, wo halt das Motorrad einfach als cooles stilistisches Mittel eingesetzt wurde in Hollywood. Und da habe ich das Gefühl, dass das heutzutage nicht mehr ganz so gemacht wird. Zumindest nicht mehr so extrem. Und ich glaube, dass junge Leute halt einfach gerade in Zeiten von Social Media und sonst was
Vorbilder brauchen, an denen sie halt sehen, ey, guck mal da, das ist cool und so. Um nochmal jetzt mit was Positivem abzuschließen, ich glaube, dass gerade die Influencer im Motorradbereich noch den letzten positiven Einfluss haben. Das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen deutschsprachigen YouTube-Kanal hier gestartet habe. Ich habe jahrelang nur Content auf Instagram und sowas gemacht, rein international zum Thema Motorrad Harley-Davidson und habe dort eine sehr große Reichweite aufgebaut und habe jetzt vor kurzem, vor ein paar Monaten diesen Kanal hier gestartet, um einfach nochmal was rein Deutsches für unsere Community hier zu machen und auch um einfach jüngere Leute zum Motorradfahren und gerade auch zur Marke Harley-Davidson zu bringen und zu zeigen, hey, das ist auch was für Jüngere. Und ich glaube, da spreche ich jetzt auch mal alle Influencer an. Jeder, der da Motorrad-Content macht, hat auf jeden Fall einen positiven Einfluss. Sei mir jetzt drauf geschissen, ob da irgendwer Wheelies oder sowas zieht in seinen Videos und das vielleicht die Leute auch zu Scheiße verleitet. Aber solange die Leute erstmal Interesse kriegen an dem Ganzen, ist es, glaube ich, für die Motorradszene schon ein Gewinn. Ja, so viel mal mein Take dazu. Ich dachte, das ist mal ein ganz spannendes Thema außerhalb unserer Harley-Bubble. Ich möchte jetzt in Zukunft öfter mal Themen bearbeiten, die rund ums Motorradfahren sind und etwas weggehen von dem reinen Harley-Davidson-Thema. Ja, sagt mir gerne mal, was ihr davon haltet. Was ist eure Meinung zum Thema? Seht ihr das ähnlich? Seht ihr das anders? Wie könnte man dieses Problem eventuell lösen und neue Anreize schaffen für die neue Generation? Und dann freue ich mich auf jeden Fall, eure Kommentare zu lesen und mit euch ein bisschen zu diskutieren. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Über 70% der Zuschauer haben den Kanal nicht abonniert. Es ist komplett kostenlos und ihr unterstützt mich damit. Also würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und haut rein. Wir hatten ja alle so ein bisschen Bedenken, dass die Euro 5 Plus Norm uns den ganzen Spaß am Klang kaputt macht. Wie ihr wisst, ich fahre die 23er Lowrider S, das heißt, ich habe einen sehr guten Vergleich. Ich kenne das Motorrad in- und auswendig und ich werde euch ein ehrliches Feedback geben, ob sich das Ganze hier wirklich noch lohnt oder nicht.